Als sich die Mayflower das erste Mal der Küste von Massachusetts näherte, hätte diese erste Gruppe von Pilgern sich nicht vorstellen können, was aus diesem Land einmal werden würde. Während sie lediglich einen Platz suchten, an dem sie Religionsfreiheit erfahren konnten, wurde wie bei vielen Dingen im Leben die Realität viel größer als die ursprüngliche Idee. Hier in Plymouth Rock gingen sie an Land und besiedelten die nähere Umgebung. Die Pilger kämpften sich durch den ersten Winter und verloren mehr als 40 ihrer Freunde. Aber aufgrund der Großzügigkeit einiger einheimischer Amerikaner schaffte es der Rest von ihnen. Im Laufe der Jahre nahmen immer mehr Leute die Reise auf sich. An der Ostküste wurden immer mehr Siedlungen gegründet, bis es schließlich 13 Kolonien gab. Während des Aufstiegs der Vereinigten Staaten von Amerika waren diese 13 Kolonien unter der Herrschaft der britischen Krone. Aber im Laufe der Jahre bauten sich Spannungen auf, bis schließlich ein Krieg zwischen den Kolonien und der Krone ausbrach. Die Briten wurden besiegt und die Kolonien unterzeichneten die Unabhängigkeitserklärung. Hier in der Independence Hall in Philadelphia am 4. Juli 1776. 4 Tage später, am 8. Juli, läuteten die Glocken in Philadelphia, während die Erklärung vorgelesen wurde. Es wird angenommen, dass eine der Glocken, die geläutet wurde, die Liberty Bell war, die von da an ein Symbol der Freiheit wurde. Im Laufe der Jahre wurde Amerika ein Hafen für all diejenigen, die Zuflucht vor religiöser Verfolgung suchten. Obwohl Westeuropa eine Reformation durchgemacht hatte, stagnierte diese doch in vielen Bereichen. Und obwohl die neue Religion einige andere Überzeugungen hatte, übte sie dieselbe Kontrolle und Zucht aus wie die Mutterkirche und war Andersgläubigen und Andersdenkenden gegenüber nicht freundlich zugeneigt. Einige kamen und suchten nach neuen Möglichkeiten und dieses neue und noch unentdeckte Land erwies sich als fruchtbares Gebiet. Die neuen Pilger erkannten die Tyrannei, die in Europa durch die staatlichen Kirchen ausgeübt wurde, und waren mit der Korruption vertraut, durch die Kirchenbeamte und Priester manchmal wenig mehr als Staatsbeamte waren. Also setzten die Gründerväter die Verfassung und die Freiheitsurkunde Bill of Rights auf, die die Basis der Vereinigten Staaten von Amerika bilden sollte. Sie achteten sorgfältig darauf, dass die beiden Institutionen von Kirche und Staat getrennt blieben. Dort steht, der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Staatsreligion zum Gegenstand hat oder die freie Ausübung einer Religion verbietet. Die Kirche ist dem Staat nicht verpflichtet und der Staat kann nicht in einem besonderen Interesse einer bestimmten Kirche handeln, sondern alle Menschen werden vor dem Gesetz gleich behandelt. Es war Benjamin Franklin, der sagte, wenn Religion gut ist, denke ich, wird sie sich selbst unterstützen. Und so strebten sie in Amerika nach einer Religion, die nicht auf die Unterstützung des Staates angewiesen war. Und dies wiederum ermutigte mehrere Kirchen dazu, sich zu gründen. Es gab und gibt keine nationale Kirche in Amerika, keine offizielle Konfession oder Religion, sondern Amerika wurde nach dem Prinzip, Kirche und Staat zu trennen, gegründet. Dies hat mehr als alles andere dazu beigetragen, Amerika großartig zu machen und war die Ursache seiner blühenden Vergangenheit und Gegenwart. Religionsfreiheit ist die Grundlage aller anderen Freiheiten und sobald diese nicht mehr existiert, wird der Rest in schneller Folge zusammenbrechen. Amerika sollte ein fruchtbarer Boden für viele Kirchen werden. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir einige Bewegungen sehen, die hier ihre Wurzeln haben und in diesem Land der Freiheit gewachsen sind. Begleite uns in den kommenden Folgen, während wir diese Reise fortsetzen und unsere Herkunft erforschen. Our lineage.